Hallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play The ABC Murders. Wir haben beim letzten Mal das Rätsel hier mit der Weltkarte gelöst und haben einige Briefe gefunden. Und jetzt muss ich erstmal schauen, was wir jetzt tun müssen. Ach so, okay, weiter das Herrenhaus untersuchen. Gut, ich glaube, hier ist nicht mehr viel, ne? Dann würde ich fast sagen, gehen wir nochmal zurück in diesen großen Raum, wo die da ein bisschen gequatscht haben. Jetzt müsste er da ja rein theoretisch reinkommen, oder? Ich glaube, hier kam er auch vorher schon rein. Aber hier haben wir uns doch alles angeschaut. Und hier sagt er immer, er will nicht gehen, oder? Order and method above all. Let us finish examining the mansion while no one is around. Ah, sehr gut. Ja, dann... Was? Order and method Beenden above wir... all. Ach so, beenden wir zuerst die Durchsuchung. Ich dachte, beenden wir jetzt die Durchsuchung und dann hat sich die Sache. I see some papers that were not there the first time I visited. Ach so? Ach so, okay. Valuers report property. Building land located in Comside, Churston Client, circa Michael Clark, April 15, 1935, Court and Brunskill Office. Okay, können wir das noch irgendwie öffnen oder so? Ja, okay. Court and Brunskill. The name is familiar. Is that not the name of the firm Donald Fraser works for? Ach so? Ach so, der arbeitet für diese Firma? Okay. Besteht also jetzt ein Ernest Zusammenhang? Logan, MD, Brighton Cancer Institute, 201 Dusk Road, Brighton, Sussex. To Circa Michael Clark, MD, Comside Churston, Devon. Brighton, 1935, January the 5th. As a man of science, I owe it to you to be completely frank. Lady Clark, your wife is suffering from a generalized terminal Das cancer. ist doch nicht neu. I confess I didn't suspect Oder? anything like that during the first exams. But with the test results I have received today, there is unfortunately no place for doubt. I estimate that Lady Clark's life expectancy is no Meinung, more das than hatten wir. 1 year. Hospitalization would not help in her case, so I advise you to keep her at home and provide her with as much morphine as required to ease her last moments. Yours sincerely, Ernest Logan. Ja, okay, aber war das jetzt wirklich was anderes? Ich weiß es nicht, das Messer hat auch vorher These schon daggers gefehlt. are only ceremonial weapons. I do not think that a crime weapon is here. Okay, gut. Heißt das jetzt also, dass ich mir hier tatsächlich wirklich alles nochmal anschauen kann? Also ich meine, das hier haben wir erst in der letzten Folge angeguckt. Oder in der vorletzten. This unit Okay, da haben contains the medical okay, da haben wir auch alles. 2 von 2, okay. Dann schauen wir hier nochmal. Sir Carmichael's collection? Okay, hatten wir auch. Das ist auch nicht wirklich interessant. Die Bücher auch nicht. Was ist denn hier? Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Ach, ist das nicht das Buch, aus dem die... Ja, das hatten wir auch. Comside's private collection. Purchases since Ja, ja, das ist das 1920. Buch, in das die The Flora catalogue eingeguckt for Sir hat. Carmichael Clark's collection. Okay. Gut, anscheinend auch nicht wirklich wichtig. Was zur Hölle? Wir haben das mit dem Tisch gemacht. There are some very valuable. Gegenstände von großem Wert. Okay, ich gucke nochmal hier rein. Ah, 0 von 1. Okay. Was haben wir denn hier? Okay, was ist das? Hatten wir das nicht auch? Der Kompass? Compass, point to the south. Bronze and magnetite. Han Dynasty, circa 210 BC. Purchased in Hong Kong 1935. Also ich bin der Meinung, dass wir das alles schon hatten. Aber okay, 1 von 1. Gut. Ah, was liegt denn hier? Das hatten wir aber, glaube ich, noch nicht. Oh, die Brosche. Oh, A dark dragon for a bright-haired maid. C. ja, ja, wissen wir ja, er hat ihr die Brosche geschenkt. Und was ist das hier? Was ist das für eine Liste? Attention, Franklin. Task list. A.
Ordering Lady Clark remedies. Done. B. Tidying up real estate property files. Done. C. Calling the lawyer about inventory. Done. D. Update the tenant farmer list. Done. E. Update land rent accounting. Done. F. Ordering a restock of arsenic. Done. P.S. I have left on the living room table some of my things I don't want to keep. The locket and the dagger. I am sure you know why. Thora. Ach, okay, ist das sowas wie, ja, die letzte, oh, hier ist das Messer, so eine letzte Liste, weil sie ja gesagt hat, sie will abhauen und da nicht mehr arbeiten. So nach dem Motto, das und das, huch, hab ich jetzt alles getan. Already seen similar daggers. Ja, ich auch. Gut, das war es aber auch schon hier. Ja, Leute, was soll ich hier noch anschauen? Wir hatten das. Was ist das denn? Das ist doch nur die Tür hier, oder? Ich versuch's jetzt nochmal. Order and method above all. Okay. Nee, Schrank hatten wir, das hatten wir. Hier ist gar nichts. Moment. Das ist nur die Tür. Bei den Stühlen ist nichts, da ist nichts. Dann könnte ich mir jetzt nur vorstellen, dass da vorne hier in dem Raum noch was ist. Das ist der Spiegel. Das hier hatten wir. Wir hatten den Tiger. Ich gucke mir den jetzt nochmal an, aber nee, 2 von 2. Da vorne kommen wir nicht raus. Das Herrenhaus durchsuchen. Okay. Ja, passt auf, dann gehe ich da jetzt nochmal rein. Ich habe zwar keine Ahnung, wir hatten hier alles. 4 von 4, okay. Habe ich denn... Oder habe ich in der letzten Folge irgendwas hier in dem Safe schon übersehen, an das ich jetzt gar nicht gedacht habe? Nein, 4 von 4. A dozen gold sovereign. Ja, okay. Nee. Hier habe ich doch alles. Auf dem Schreibtisch war nichts. Glaube ich zumindest. Geh nochmal bitte da hinten in diese Ecke. So, hier war der Bär, da war die Antilope. Das ist jetzt wahrscheinlich der Bär, oder? Was guckt er da jetzt an? Franklin Clark appears to be a typical okay, British gentleman. Das hatten A wir. good sportsman, Ja. a hunter, a traveler. Ja. Gut, hier ist auch nichts. Auf dem Schreibtisch ist nichts. Bücherregal. Dann gehe ich jetzt nochmal nach oben. Ich gehe jetzt nochmal nach oben, schaue mir da die Kommode an, eventuell auch diesen kleinen Schminktisch. Oder ich rede nochmal mit der Alten, weil kein Plan. Kein Plan, was ich hier übersehen habe. Die wunderschönen Hüte. Was ist denn hier? Das haben wir uns noch nicht angeschaut. Ah. So, was ist das? Thallium? Miss Thora Grey, Comside, Tristan, Devon. Arsenic Trioxide Thallium. Aha. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das ist. Aber okay. The Black Dragon's Curse. Der Fluch des schwarzen To Drachen. Franklin, who will never grow up. January 25, 1928. Car Charlotte. Okay. So, 2 von 2. Komm, das müsste doch jetzt hier alles sein, oder? Neues Ziel. Oh ja, endlich. Neues Ziel. Das heißt, wir können hier vorne endlich raus. Ach, und wahrscheinlich müssen wir dann nochmal zur Klippe, oder? Wo der Typ gestorben ist, könnte ich mir vorstellen. Where is the horrible smell of carrion coming from? Fauliges Fleisch, das ist ja nicht so schön. Okay, hier ist gar nichts. Ich gehe jetzt einfach mal hier weiter. Something makes me feel uncomfortable. Ungutes Gefühl, okay. Oh, Brown pellets. oh nein. Revolting. Das ist nicht so cool. Brown Achso, pellets. ja, okay. Revolting. Tut, tut. The gardener does not follow the alignment. Ist nicht richtig ausgerichtet. Ja, dann There, erstmal. that's better. It is symmetrical. Es muss ja immer alles schön symmetrisch sein. So.
Eine Sache fehlt noch. Ist denn hier noch... Ist das auffällig? There, that's better. Nee. It is symmetrical. Ich fände das jetzt eher auffällig, dass hier keine Pflanze drin ist. There, Nee, that. also sagt ja immer nur die Symmetrie. Was? Ach, das war's jetzt doch? So? Nein. Nein, ich wollte es nicht nochmal anschauen. Ich wollte da weitergehen. Sofern das funktioniert. Okay, ich glaube, weiter geht's nicht. Dann gehen wir doch mal hier unten hin. Was? Hat da gerade einer gesungen? Wie schön hier. Ich mag das voll. Das sieht doch ganz nett aus. So, ich würde sagen, wir schauen uns erstmal den Brunnen an, natürlich. This fountain makes a very relaxing sound. Ja, ich weiß nicht. Also so den ganzen Tag könnte ich das nicht hören. Ich finde das auch mal schön anzusehen oder so, wenn Leute in ihren Gärten dann so große Springbrunnen haben, finde ich toll. Aber ich glaube, den ganzen Tag könnte ich das auch nicht ertragen. Aber na gut, was ist das denn hier? Eine Schubkarre? It was probably the gardener who lit this fire. Was ist denn da? Look here. I wonder if someone wanted to get rid of these papers. Ach, sieh an. This subject would probably be useful to me. Oh, können wir die jetzt vielleicht Let us now zusammenpuzzeln? try and get our brain Ja, cells ich to glaube, wir work. können die zusammenpuzzeln, die offenen Fragen beantworten. Nein. Okay, dachte ich. Warum hat Thora persönliche Gegenstände in Comsite gelassen? Carmichaels hat... Was? Hat Carmichaels Geschenken hinterlassen? Was? Carmichael hat an Franklin geschrieben? Nein. Ist eine Expertin auf dem Gebiet der Kunstgeschichte? Ja, aber das, Was? Es geht ja um das Warum. Ist geblieben? Es fehlt ein Dolch. Was? Warum hat sie die Gegenstände dagelassen? Es fehlt ein Dolch. Und sie hat einen Brief hinterlassen. Und sie hat Geschenken hinterlassen. Was? Möchte nicht des Diebstahls bezichtigt werden. Ja, okay. Everything that Thor Grey has left behind comes from Sir Carmichael's collection. He most probably gave them to her. But she chose to leave them here rather than run the risk of being accused of theft. It is understandable when you know just how much Lady Clark mistrusted her. Na, okay. Let us now try and get our brain cells to work. Es geht noch weiter. Ist Thora eine Giftmischerin? Naja, wenn sie die kleine Maus hier oder Ratte getötet hat. Am Tatort vergiftete Ratte. Ach, dann war das Gift. Dann war das Gift. Und das lässt die einfach so im Haus rumstehen? Was, das passt nicht zusammen. Oh nein. Glaubt, dass sie eine Manipuliererin ist? Hä? Lady Clark nur noch ein Jahr zu leben hat. Sie hat einen Brief hinterlassen? The fuck? Ist sie eine Giftmischerin? Sie hat Rattengift bestellt und sie hat es wohl an der Ratte getestet, oder wie? Lady Clark denkt, dass sie versucht hat, sie zu vergiften. Nein? Dass Lady Clark nur noch ein Jahr zu leben hat. Hat nie... Ach, die hat das... Thor Grey had jetzt no hab ich's reason to kill kapiert. someone who only had few months left to live. The poison she ordered was Ja, for das war rats. für Ratten. Ich hab's jetzt auch The verpeilt. Ich gardener dachte must jetzt an der have Ratte made good use of getestet. it, considering the stinking remains on the path, not far from the property. Okay, die hatte das nie vor, die I've alte... finished here. I must put the skeleton Ja, okay, key back and inform Hastings that I'm returning to London. Ja, okay, und die Alte hat das nur gedacht, dabei war es aber nie so. Ich glaube, hier kann ich nicht hin, oder? Obwohl, er hat jetzt gerade gesagt, Hastings anrufen. Wisst ihr was? Ich glaube, das mache ich mal zuerst. Oder? Clark's greenhouse. It must hold some rare plants. Okay. Na gut, also die Trulla hatte eigentlich gar nichts Böses vor. Das Rattengift war tatsächlich für die Ratten und die crazy zitternde Oma oben hat sich das Ganze nur eingebildet. So, dann wollen wir doch mal. Ach Gott, ich liebe es ja, wie er läuft, ne? Das ist einfach so blöd. So. I must put the skeleton key back and inform Hastings that I'm returning to London. Ach so. Ich habe gerade überlegt, Generalschlüssel, weil er vorhin auch so meinte, ich muss den wegwerfen. Der war doch hier unten drin, ne? April 19... Ja, ich weiß, der war doch da unten drin. Generalschlüssel, kann ich den einfach so? Ah.
Perfect. Perfekt. Nothing else is keeping me here. Hier hält mich nichts mehr. Ja, okay. So, Generalschlüssel ist wieder weg. Hello, Hastings. I have finished in Charleston. I will take the first train. Tell me, do you know how to restore writing on a burnt document? Yes, you just have to soak a cloth with a hydrochloric acid solution and rub the sheet of paper. Then the characters appear. Bien. You have been of great assistance, Hastings. Could you please order the solution as soon as possible? Of course, but what documents do you want to read? You will see, my friend. À ce soir. Donald Fraser is here. He insisted on waiting to see you. Ach so? Ach so, mit Donald Fraser diskutieren. Können wir ihn uns nochmal anschauen? Da kommt er hier freiwillig vorbei. This man is tired. Zerknitterte Kleidung. Huch. Unrasiert. Ich glaube, dem geht es nicht so gut. Moment, stopp. Nochmal die Augenringe, wie immer bei ihm. Huch. Augenringe, ja, Donald natürlich. is short of sleep. And it looks as if he didn't even bother to undress before going to bed. Okay, sitzt er da also im gleichen Outfit wie gestern? Ja, macht ja nix. Mr. Poirot, I don't know why I'm here. Okay. Sich über seine Unentschlossenheit ärgern? Nein. Ihm unterstellen, schuldig zu sein. Ihm versichern, dass er angehört wird? Ja, klar. You wanted to talk, and you came to find the only man capable of hearing you. Mr. Poirot, since Betty's death, I've doubts about myself. I don't know what to do. And I keep having a horrible dream 3 nights in a row. Ungeduldig werden, ihn ermutigen fortzufahren, hervorheben, dass das keine Praxis für Psychoanalyse ist. Ja, ich glaube, ich bin einfach mal ganz nett zu ihm. Have a drink and tell me about this dream. Unabhängig davon, wie viele Ego-Punkte es dafür gibt, einfach mal nett sein. So, er ist beruhigt. It's always the same. I'm on the beach with Betty. I grab her round the throat and I squeeze and squeeze until she's dead. Her head falls back and I see that it's no longer Betty. It's Megan's face. Have you seen Megan Barnard recently? Yes, our grief has brought us together. I never really knew her before. She's really quite a remarkable girl. Aha. But I would never tell her about my dream. Why not? Is it her you are attacking in your dream? No, it's Betty. And once Betty is dead, it's Megan's face that appears in its place. Very interesting. Let us now try and get our brain cells to work. Okay. Da hat die Schwester jetzt also fast das bekommen, was sie will, ne? Nämlich den Typen hier. So, wie ist Donalds Traum zu interpretieren? Vorsichtig vom selben Mörder, war sehr in Betty verliebt, ja eventuell gewalttätiger Mann. In seinem Traum bringt Donald Megan nicht um. Donald ist müde. Er fühlt sich schuldig, Betty ermordet zu haben. Wahrscheinlich ist er im Zwiespalt, oder? Er trauert noch, hat aber gleichzeitig irgendwie, ja, weiß ich nicht, gesehen, was die Schwester für eine fesche Lady ist und ist jetzt voll unsicher. Denkt sich halt so, oh, ist das gut für meine Gefühle? Donald ist dabei, Gefühle für Megan zu entwickeln. Jo, genau das ist es. Mr. Fraser, I think that the real meaning of this dream is that you are in love with Megan Barnard. Please go on. Do. This dream certainly betrays your guilt. Oh. Oh. But what do you feel guilty about? Having killed your fiancé? Possible. Or forgetting her very quickly for her sister? Certainly. And this forgetting is perceived as a second death. So you don't really think I was the one who killed Betty? I do not exclude this theory. I am simply saying that I do not need to know that fact to explain your dream and your guilt. Thank you for being frank, Mr. Poirot.
You've helped me a great deal. Great deal. I'm going back to Bexhill. I'll not take any more of your time up. It is late, Mr. Fraser, and you are tired. I'll sleep on the train. I like trains. It's easy to sleep rocked by the sound of the wheels. Ja, schön wär's, wenn das beim Zug so wäre. Poor boy, he seems completely lost. Well, women seem to like him. I think Megan will take care of him. Oh, I remember. Did you order the product I needed? Yes, we'll be receiving it tomorrow. Bien, it is late, and I asked Miss Gray to come tomorrow morning. I have a few questions I wish to ask her. Okay. Mademoiselle, I asked you here in order to answer a very important question. Das ging aber jetzt schnell. So, Sie daran erinnern, dass sie am Mordtag niemanden gesehen hat? Ja, das stimmt, denn die Alte hat ja gesagt, sie hätte jemanden gesehen. Sie beschuldigen, gelogen zu haben. Sie beschuldigen, die Komplizen. Nein. Ich sag mal das hier. Am I right in thinking you said that you did not speak to anyone on the day Sir Carmichael was murdered? It's the absolute truth. Yet, Lady Clark maintained that she saw you talking to a stranger on the front doorstep. Really? She must have been mistaken. Oh, I remember now. I'd forgotten all about it, but it wasn't important. It was just a salesman. One of those traders who sell stockings from door to door. Can you describe him to me? Medium size, glasses, dark suit, and a felt hat. Not the sort of man you notice. Completely harmless. That's why I forgot all about him. Nothing else? He was very hesitant and shy. Usually door-to-door salesmen are very confident. But he wasn't. Okay. Erläutern, dass sie bezüglich ihrer Abreise aus Chertston gelogen hat. Fragen, ob sie aus eigener Initiative gekündigt hat. Die Tatsache hervorheben, dass ihre Abreise unklar ist. Ich würde am ehesten sagen, das hier. Eigener Initiative. Dass ihre Abreise unklar ist. Ich mach das mal. Mademoiselle, the circumstances of your departure do not appear very clear. Mr. Poirot, your questions are offensive. Was? I don't wish to lie. schockiert. Lady Clark did not appreciate my presence. And Franklin could not go against the wishes of a sick lady. He is a good man, and he worries a great deal about his sister-in-law. I noticed that you left some personal belongings behind at Chertston. Okay. Fragen, ob sie die Gegenstände abholen wird. Fragen, ob sie nach Chertston zurückkommen wird. Sagen, dass die Gegenstände ein Risiko darstellen würden. Boah, ich finde das jetzt voll schwer, weil sie gerade schon schockiert war. Und jetzt kann doch alles andere nur noch schlimmer werden. Ob sie die Gegenstände abholen wird. Ja, wenn sie die extra zurückgelassen hat, warum soll sie die abholen? Fragen, ob sie zurückkommen wird. Ja, vielleicht, wenn die Alte tot ist. Ich habe keine Ahnung. Are you planning on returning to Chertston? Who knows what the future holds? Bien. Vorsichtig, okay? I must ask you one last question. Please reply frankly with either yes or no. If Lady Clark had died, would you have agreed to marry Sir Carmichael if he'd asked you? How dare you ask such a question? Sir Carmichael treated me just like his daughter. And all that I ever felt him was affection and gratitude, nothing else. Thank you, mademoiselle. I will not keep you any longer. Ja, ja, das glaube ich ihr ja auch, nur halt mit dem Bruder, ne? War das ja ein bisschen... I met Thora Grey on the stairs. Her cheeks were ablaze, and she appeared to be deeply hurt. Poirot, have you offended the poor girl again? Do you have good reasons for accusing her? I accused her of nothing, Hastings. I simply asked her an important question she did not answer. Let us see if we can answer it for her. Okay. Let us now try and get our brain cells to work. Thora Grey befragen, die offenen Fragen beantworten. Okay, Leute, ich würde eigentlich eine Aufnahmepause machen, aber ich glaube, das mache ich hier noch eben. So, hätte Thora Sir Carmichael geheiratet, wenn er noch leben würde? Nee. Ist geblieben? Nee. Sir Carmichael stand ihr sehr nah. Schätzt Franklin. Ja, nee, das ist ja... Bleibt vage. Ist eine Verführerin?
er fand sie charmant. Ja, aber hätte sie doch nicht. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Brosche geschenkt, das passt. Wollte heiraten? Hä? Aber doch nicht... Was? You must know how to read between the lines, Hastings. When Sir Carmichael refers to paternal affection, he's lying to himself. Read this engraving on the brooch. A dark dragon for an angel with glossy dass der hair. die gut fand, kapier ich schon. These are the words of a lover, not a father. Lady Clark was not wrong. What if Sir Carmichael had fallen in love with his secretary? That doesn't mean that she forced him to Und do es so. sagt auch noch lange nicht, dass sie ihn True, there geheiratet are hätte. extenuating circumstances. She is a penniless orphan, Stimmt, die ist ja eine Weise. but she's calculating. Just look how she avoided it when asked if she would have married Clark. I see. You think she seduced Sir Carmichael for her own gain, and that now she is doing the same with his brother. Poirot, your world is a very dark place. Do not get carried away, mon ami. We have another more important matter to settle. Really? Yes, would you believe that Miss Grey taught me something new? Let us now Okay. try and get our brain cells to work. So, ich würde aber echt sagen, Leute, gibt es eine weitere Gemeinsamkeit zwischen den Morden? Das werden... Was? So wollte ich das. Ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.